Heute zeige ich dir, wie du dieses gesunde Vollkornbrot ganz einfach auf der Herdplatte backen kannst. Ich gebe 2 Teelöffel Trockenhefe in eine Schüssel und darauf gebe ich einen Schuss lauwarmes Wasser. Das sind so ungefähr 30-40 Milliliter. Einmal verrühren und so lange rühren, bis sich die Hefe aufgelöst hat. 500 Milliliter lauwarme Buttermilch und nochmal verrühren. Hier habe ich 500 Gramm Vollkornmehl. Ob ihr Weizen oder Dinkel nehmt, ist egal. Und wenn ihr eine Getreidemühle habt, so wie ich, dann solltet ihr euer Getreide unbedingt selber mahlen. Das Brot wird einfach viel besser. Auf mein Mehl gebe ich 2 Teelöffel Salz und vermische das so ein bisschen. Und als letztes gebe ich noch 60 Gramm Sonnenblumenkerne dazu. Als letztes gebe ich meinen Mehlmix in die Schüssel. Und das Ganze verrühren. Dann stoppt ihr zwischendurch einmal eure Maschine und schaut, ob sich unten am Boden noch Mehl befindet. Ja, das ist jetzt hier nicht der Fall, aber ganz oft ist das so. Gut, dann kann ich noch einmal weiter rühren. Der Teig ist fertig vermischt. Die Konsistenz ist eher ein bisschen weicher. Ihr habt nun 2 Möglichkeiten. Ihr deckt den Teig ab und lasst ihn einfach bei Raumtemperatur über Nacht im Zimmer stehen. Oder ihr stellt das in den Backofen, wenn ihr eine Gärfunktion habt, ansonsten bei 30 Grad Ober-Unterhitze. Und dann braucht der Teig ungefähr 1 bis 2 Stunden, bis er schön aufgegangen ist. Ihr müsst nur aufpassen, wenn ihr den Teig zu lange im Backofen lasst, dann kann er euch wieder einfallen und dann ist er übergangen und dann könnt ihr ihn nicht mehr backen. Das heißt, wenn ihr den Teig im Backofen aufgehen lasst, achtet darauf, sobald er schön aufgegangen ist, rausholen. Mein Teig ist bombastisch aufgegangen. Ich brauche den jetzt nur noch falten. Einmal ringsum. Was wir jetzt noch brauchen, ist einen beschichteten Topf mit einem möglichst hohen Deckel. Mein Topf hat einen Durchmesser von 20 cm und eine Höhe von 10 cm. In den Topf gebe ich nichts rein, kein Öl, kein Backpapier, gar nichts. Da kommt einfach so der Teig rein. Ich brauche nur noch den Deckel schließen und lasse den Teig noch mal ein bisschen aufgehen. Mein Teig ist noch mal richtig schön aufgegangen. Ich habe ihn ungefähr 30-40 Minuten an einem warmen Ort gehen lassen. Jetzt kommt der Deckel drauf und ich brauche nur noch meine Herdplatte anstellen. Dafür stelle ich meine Herdplatte auf mittlere Stufe. Solltet ihr keine mittlere Stufe haben, sondern eine ungerade Zahl, wählt ihr lieber erstmal eine Stufe tiefer. Und das Brot lasse ich so lange backen, bis es an der Oberfläche trocken wird. Und das zeige ich euch gleich. Der Deckel bleibt dabei die ganze Zeit geschlossen. Ich zeige euch das Brot mal jetzt nach etwas mehr als 20 Minuten. Und wenn sich oben am Deckel zu viel Kondenswasser bildet, das geht jetzt allerdings noch, dann könnt ihr das einfach abwischen. Ja, das Brot wird langsam trocken, aber hier ist es noch zu weich. Das heißt, der Deckel kommt noch ein paar Minuten drauf. Ja, das Brot ist gut. Obendrauf ist es, ja doch, obendrauf ist es fest. Und jetzt wende ich das Brot. Dazu stülpe ich ein Brett auf meinen Topf. Vorsichtig umdrehen. So,
Brot wenden und wieder umdrehen. So. Deckel wieder drauf. Ich würde sagen, jetzt braucht das Brot ungefähr 10, maximal 20 Minuten, bis es von der anderen Seite durch ist. Ja, die 15 Minuten sind rum. Ich schaue mir das Brot mal an. Dafür lege ich wieder das Brett auf meinen Topf und wende das Brot. Ja, perfekt. Schaut mal, das Brot ist fertig und ist perfekt geworden. Jetzt noch schnell auf ein Gitter, sonst schwitzt das Brot. Und das lasse ich abkühlen und dann zeige ich euch das Ergebnis von innen. Ja, das ist das fertige Ergebnis. Das Brot ist so toll geworden. Es hat natürlich eine andere Form als ein Brot aus dem Ofen, schmeckt aber trotzdem fast noch besser als aus dem Ofen. So, und jetzt schaut mal von innen. Boah, ist das weich und saftig. Und das ganz ohne Backofen, nur auf der Herdplatte. Also falls ihr keinen Backofen habt oder im Campingurlaub seid oder das einfach mal ausprobieren sollt, ich kann euch das nur empfehlen, das Brot schmeckt wirklich richtig lecker. Schaut mal, wie weich das ist. Und durch die Buttermilch hält das Brot richtig lange frisch. Das war's von mir. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.